Also der Bub gesagt, ich muss das noch einmal machen. Ja, immer ist der Bub schuld. Ja, hallo? Nein. Okay. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und in dem Video geht's einmal prinzipiell um den Geschäftsvorgang an und für sich. Genauer gesagt um einen Umfang von einem Geschäft, ob es ein Zug-um-Zug-Geschäft ist, ob es ein Geschäft auf offene Rechnung ist, ob es ein Geschäft mit dem Ausland ist, mit den entsprechenden Risiken, sprich das Risikomanagement wird da auch betrachtet, beziehungsweise auch um das Online-Geschäft. Und jetzt war das du dran, Tobias. Bitte. Kommen wir mal zum Umfang. Also es muss in Wirklichkeit sehr klar sein, um welche Summe geht es letztendlich bei dem Geschäft, das man verdienen kann oder das, wenn wirklich alles schief gehen sollte, und die Möglichkeit gibt es halt leider auch, wie groß ein Verlust ist. Das heißt, man muss von vornherein entscheiden, mache ich ein Geschäftl, würde ich das auch bocken, wenn das schief geht, oder lasse ich lieber die Finger davon. Und was auch klar ist, je größer ein Geschäftl ist von den Gewinnmöglichkeiten her, desto größer ist logischerweise auch das Risiko, dass was schief geht. Der Vergleich ist simpel. Wenn ich heute einen Fischteich habe, dann schwimmen einmal ganz viele nette, hübsche Goldfische drin herum, es sind aber auch Raubfische dabei. Und es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Art von Fischen alle sowieso nicht so versiert und tüchtig und wiff sind wie ich selber. Da können welche dabei sein, die wirklich gut sind. Und bis man es kapiert, kann halt sein, dass der Fisch so zugeschnappt hat. Ja? Also, um das möglichst zu vermeiden, dieses Kopfweh, fangen wir mal mit dem ersten Geschäft an. Das ist ein Zug-um-Zug-Geschäft. Das heißt, jemand kommt, sieht was, entscheidet sich für was, die Ware passt, es passt zum Musiker, er zahlt das entweder in bar und man schreibt eine entsprechende Rechnung drüber, wo das auch vermerkt wird, dass der Betrag bar gezahlt worden ist. Er kann es auch sofort überweisen, das ist dann auch sofort am Konto, weil wenn man es bar kassiert, dann ist in Österreich zumindest eine Grenze von 7.500 Euro pro Jahr, sonst muss man schon eine Registrierkasse haben. Wenn es überwiesen wird, wird es überwiesen. Das heißt, das Geschäft ist von beiden Seiten abgeschlossen. Die Ware ist aus der Hand gegeben worden und die Kohle ist rübergewandert. Entweder im Bar oder aufs Konto. Passt. Ein sehr unkompliziertes Geschäft, ein sehr einfaches Geschäft. Dann gibt es Geschäfteln, die auf offene Rechnung gemacht werden. Das heißt, man bringt eine gewisse Leistung, man gibt dem Kunden ein Instrument in die Hand, er entschließt sich zum Kauf, und dann kriegt er eine Rechnung geschickt oder er nimmt die Rechnung gleich mit. Ab dem Zeitpunkt ist es so, dass es durchaus eine Überlegung ist, von wo ist der Kunde, sprich, wo wohnt der, was hat er für einen Wohnsitz. Auf gut Deutsch gesagt, ist der Kunde greifbar, ja, oder unter Umständen auch klagbar. Umgekehrt, wenn es jetzt von Seiten der Musiker betrachtet wird, ist das ganz relevant, wo hat denn eine Firma ihren Firmensitz? Wenn ich heute eine Firma habe, die, ich sage jetzt einmal, in Georgien angesiedelt ist, oder in Indien oder in einer netten Insel in der Karibik, oder auf einer netten Insel in der Karibik, dann kann unter Umständen der Klagsweg oder sogar schon die Zustellung eines Schriftstückes ein Problem darstellen. Ja? Das muss man vorher einschätzen können, sprich, wie greifbar ist mein Geschäftspartner? Egal jetzt, ob es von Seiten eines Verkäufers zu einem Kunden, zu einem Käufer ist oder auch umgekehrt. Ja? Weil nur, dass jemand, ich sage jetzt einmal in Österreich, ein Geschäftslokal hat oder betreibt, heißt es noch lange nicht, dass der auch seinen Firmensitz da hat. Ja? Und unter Umständen sieht man dann auch oft bei Kontonummern oder bei einem Impressum, was ist wirklich los. Ja? Und zwar will ich jetzt ausdrücklich nichts sagen gegen Firmen oder so Leute, die international aufgestellt sind. Die Frage muss man sich überstellen, sobald man eine sogenannte Rechnung schreibt und ein Geschäft auf offene Rechnung macht. Das ist in Wirklichkeit ein Kreditgeschäft. Das heißt, man glaubt dran, der Kunde wird das zahlen. Und ich sage auch ganz offen, das funktioniert in faktisch alle Fälle. Nicht in alle, aber faktisch in alle. Trotzdem muss man das Risiko bewerten. Ja? Wenn ich jetzt ein Geschäft mit dem Ausland mache,
Und das ist eine Institution oder das ist eine Firma oder das ist ein Musiker, der selbstständig ist und eine Steuernummer hat, sprich eine UID-Nummer hat, dann darf ich dem auch, wenn er innerhalb der EU ist, was ohne die sogenannte Umsatzsteuer verkaufen, sprich netto. Muss aber mich vergewissern, dass seine UID-Nummer gültig ist. Das heißt, ich kann im Internet nachschauen, tippe die UID-Nummer ein und wenn ich dann sehe, okay, ist eine aufrechte UID-Nummer, dann darf ich das machen. Dann habe ich meine Sorgfaltspflicht erledigt und schreibe ihm eine Nettorechnung. Der zahlt also um 20% weniger, kann sich aber auch keine Vorsteuer zurückholen. Wenn ich nicht nachschaue, ob der UID-Nummer hat und er sagt es mir noch an und ich glaube das und der hat in Wirklichkeit keine, weil UID-Nummer kann sich halt jeder irgendwo zusammenstoppeln oder anschreiben von woanders, dann habe ich das Problem, dass das Finanzamt zu mir kommen wird und sagen, naja, Sie haben das um den Betrag verkauft, die UID-Nummer ist nicht gültig. Das heißt, die wollen von dem Nettobetrag nochmal die 20% Ust haben. Ja? Nicht leiwand, weil dann wird das schon viel weniger auf meiner Seite. Ja? Des Weiteren ist es, wenn man ein Geschäft auf offene Rechnung macht, nicht schlecht, wenn man den Kunden auf der Rechnung auch unterschreiben lässt, dass er die Ware übernommen hat. Ja? Weil letztendlich in einem Klags- oder Streitfall natürlich der Nachweis erbracht werden muss, dass der das Instrument zum Beispiel überhaupt gekriegt hat. Wenn der keine Unterschrift geleistet hat, dann sagt der unter Umständen, hab ich nie gekriegt. Ich weiß nicht, um was es geht. Ja? Also, da braucht man eine Unterschrift und wie gesagt, es ist halt schon vorgekommen, dass jemand zum Beispiel, ein Kollege aus Italien hat dann eine E-Mail an alle Geigenbauer geschickt in Europa, glaube ich. Da ist einer hingekommen, hat 3 Cello ausprobiert, hat das Beste mitgenommen, hat sogar seinen Ausweis hingelegt, der ist auch noch kopiert worden und fort war er, nie mehr gesehen. Da hat offensichtlich diese Absicherung nicht funktioniert. Ja? Und wenn der Kollege dann, was ich jetzt nicht weiß, in Schwierigkeiten gekommen ist dadurch, dann hat er einfach nicht gescheit gearbeitet. Ja? Das ist auch bei jedem Insolvenzverfahren so. Natürlich ist es einmal einer, der ein Schuldner ist, aber auf der anderen Seite haben halt Leute auch die Schulden zugelassen und haben sich halt nicht entsprechend abgesichert. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es geht um einen Umfang. Das heißt, wenn heute einer ein Geigerl mitnimmt, das jetzt nicht besonders teuer ist, dann weiß ich, das Risiko ist was mich zwar, wenn es wirklich schief geht, nicht bei Laune hält, aber es bringt mich nicht um. Wenn ich heute ein Instrument um 1 Million Euro mitgebe, ohne Unterschrift und ohne irgendwas auf Handschlag, und da geht was schief, sei es noch gar nicht aus einer Bösartigkeit außer, aber allein schon, wenn zum Beispiel dem das gefladert wird und der denkt sich, okay, das wird versichert sein und mir ist das jetzt wurscht und, weil das sind dann schon Sachen, die sind dann schon existenzbedrohend und zwar für beide Seiten. Ja? Also, je größer die Geschäfte, desto mehr muss man natürlich auch Acht geben, dass da kein Kopf rauskommt. Und zwar unter Umständen ein letales Kopf. Ja? Ganz einfach gesagt. Jetzt kommen wir zu Geschäften, die man mit dem Ausland abwickelt. Sprich, ich sage jetzt einmal außerhalb der EU. Da ist die erste Frage einmal die, wer macht den Weg? Also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich heute zum Kunden nach Graz fahren würde, dann habe ich halt eine Viertelstunde im Auto verbracht, ein kleines bisschen Spritkosten und ein bisschen Zeit verbraten. Ich sag's unterm Strich wurscht. Wenn ich nach Wien, nach Salzburg oder nach Innsbruck fahren muss, dann bin ich halt schon bald einmal einen Tag aus. Das ist von der Zeit her schon nimmer so wurscht. Ich brauche sozusagen mehr Kosten für die Fahrt, ich brauche unter Umständen schon eine Übernachtung und der andere hat die Kosten nicht. Das heißt, er ist einmal prinzipiell, wenn es zum Beispiel dann um Preisverhandlungen geht, in einer viel besseren Position. Gipfeln tut das Ganze dann, wenn man sich halt ins Flugzeug einsetzt, wenn man Langstreckenflüge hat, nach Asien, nach Lateinamerika oder sonst irgendwo hin und einmal alles vorfinanzieren muss. Man geht in Vorleistung, man kauft den Flug, man muss ein Hotel buchen, man hat Taxi- und Essensrechnungen und dann steht man letztendlich dort und hat einen Geschäftspartner, den man vielleicht vorher in Natura auch noch nie gesehen hat, der dann sagt, naja, pass auf, das interessiert mich schon, aber ich zahle da nur so viel. Und dann fängt bei jedem unweigerlich die Rechnung an, super, wie viel habe ich schon ausgegeben? Und um den Schaden dann zu begrenzen, hat er eine gute Position, das Ding dann doch vielleicht billiger zu kriegen, weil so cool sind dann die wenigsten,
dass sie einfach sagen, ich nehme mein Cello aus Südkorea wieder mit. Ja? Weil ausgerät war es anders und das interessiert mich nicht. Ich hab's einmal so gemacht. Ja? Die Leute haben's nicht glauben können und ich habe sogar dann zusammengebracht, dass ich kein Rückflugticket für das Cello hab kaufen müssen, aber war ein bisschen eine Diskutiererei am Flughafen. Nur, vorkommen tun die Sachen schon, speziell wenn man, ich sage einmal, im Ausland Geschäfte macht. Wenn man im Ausland ein Geschäft auf offene Rechnung macht, dann hat es einmal prinzipiell kaum den Nachteil haben, dass man noch einmal hinfliegen muss. Weil die Leute, die ganz weit weg sind, die wissen, dass sie weit weg sind. Und im Ausland sind es dann ja unter Umständen nicht jetzt der Endverbraucher, Konsumenten, sprich Musiker, die ein Instrument wirklich brauchen, sondern das kann auch ohne weiteres so ein Händler sein, der, wie soll ich sagen, halt mit allem Geld verdienen will, das sie verkaufen lässt. Nicht? Und da kann dann passieren, der probiert ein Instrument verkaufen, hat keine Ahnung in Wirklichkeit davon, kann das Instrument nicht verkaufen und sagt er dann nur, und da gilt er wahrscheinlich noch als seriös, dass er sagt, du kannst dir das Instrument wieder anholen und du sitzt schon wieder im Flugzeug. Also, das würde ich mit Vorsicht genießen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Es funktioniert aber nicht nur. Also die Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Wenn man mit dem Ausland Geschäfte macht, dann gibt es zumindest in Österreich eben Interessenvertretung, das ist nichts anderes wie die Wirtschaftskammer und die haben bald in jedem Land oder hier und da sind sie halt in ein paar Länder zusammen, die haben dann so diplomatische Vertretung, wo in den allermeisten Fällen eine sogenannten Außenhandelsstellen angeschlossen sind. Das heißt, dadurch, dass man dort Mitglied ist, hat man einen Zugang und kann sozusagen einmal aufragen, wie werden Geschäfte in dem Land gemacht, auf was ist zum Aufpassen. Weil, ganz ehrlich, also, wenn es um Zölle geht, wenn es um, dass man Instrumente im Flugzeug mitnimmt, sprich Handcarry, dann muss man ja in den allermeisten Ländern auch schon angeben, ob das nur temporär eingeführt und wieder mitgenommen wird beim Rückflug oder ob es dort bleiben soll. Wenn es dort bleiben soll, dann muss man es bereits normal einführen und dieses auch bezahlen, diesen Zoll. Kann relativ viel Geld sein. Ja? Das heißt, wahrscheinlich sagt man zuerst einmal, ja, ich nehme es ja nur temporär jetzt mit und nimm's wieder mit, wenn ich wieder wegfliege, in 3 Tagen zum Beispiel. Nur, dann musst du das wirklich wieder mitnehmen. Du kannst es dann nicht dort lassen, selbst wenn es jemand kaufen will. Ja? Dann gibt's das mit diesen sogenannten Bankgarantien im Ausland. Das gibt's in Österreich auch, aber wichtiger ist es natürlich jetzt einmal im Ausland. Das heißt, das sind diese Letter of Credits. Da ist es ganz relevant, von welcher Bank wird denn das ausgestellt. Weil ich sage jetzt einmal, irgendeine Bank in Simbabwe oder in Südkorea, die niemand kennt und die auch keinen guten Ruf haben, da bringt eine Bankgarantie gar nichts. Weil das in Wirklichkeit nur der Schmäh ist, frag ihm habe ich es auch erzählt. Bis der Erste sagt, ich will sehen und ich ziehe die Garantie, dann fällt man schon um. Da gibt es zwar noch das Instrument einer sogenannten Solidarschuldnerschaft von der heimischen Hausbank, das kostet auch wieder was. Und hat sich auch schon bewährt bei mir. Ich habe das einmal gebraucht. Ja. Also, bitte glaubt's nicht unmittelbar, dass jede Bank sozusagen so kreditwürdig ist, dass sie das auch wirklich zahlen kann. Weil unwiderrufliche Bankgarantie heißt nichts anderes wie, dass die Bank garantiert, diesen Betrag zu bezahlen, wenn man dieses möchte. Da kann sogar der Geschäftspartner inzwischen insolvent sein, müssen die das immer noch zahlen. Das heißt, eine Bankgarantie kriegt dann nur jemand, der entsprechende Bonität hat. Ja? Und ob einer gewissen Summe, wenn der dann 2.000, 3.000 Euro zahlen muss für die Bankgarantie, und es geht um ein Instrument um 5, 6, 800.000 Euro, wenn er das nicht bereit ist zu zahlen, dann tat die auch auf jedes liebe Lächeln hin und auf jedes, na, ich bin wirklich interessiert und ich habe ja das Geld, ich tat auf das null legen, da will ich nur mehr sehen. So groß ist mein Vertrauen dann nicht. Wurscht, wie lieb die Leute reinschauen. Ja? Weil, wenn es schief geht, bricht euch das Knack, das garantiere ich. Und ich brauche das nicht. Ich weiß schon, wie es nicht geht. Ja? Dann muss man auch wissen, dass wenn man halt sozusagen im Ausland ist,
dass also einen Zoll gibt, der kann durchaus korrupt sein und auch die Gerichtsbarkeiten sind korrupt. Und da brauche ich nicht einmal aus der EU rausfahren. Ich habe einmal von einer Außenhandelsstelle in Spanien wirklich die Auskunft gekriegt, da ist es um eine Immobilie gegangen, wie läuft das beim Prozess wirklich an? Und die ganz klare Aussage war von dieser Handelsdelegierten, in Spanien kann es wirklich so sein, dass ein Prozess ewig lang dauert und letztendlich zugunsten von dem entschieden wird, der bessere Schmiergelder bezahlt. Und auf dem Niveau ist sozusagen die Schadenssumme auch nicht wirklich kalkulierbar. Ja? Das heißt, da muss man wissen, du hast nicht überall ein Leiberl und das kann wirklich ins Auge gehen. Ja? Dann gibt's noch die Beschränkungen, dass man natürlich mit Bargeld, mit so und so viel auch gar nicht reisen darf, es sei denn, man gibt das an. Nur, da brauchst du immer einen Grund, warum habe ich auf einmal so viel Bargeld mit. Ja? Wenn ich von Österreich aus nach Italien fahre und ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, 30.000 Euro mit, weil ich sage, ich will mir dort was kaufen und ich brauche das ja noch angeben bei der Einreise, dann passiert gar nichts. Wenn ich es nicht angebe und die erwischen mich, ist die Kohle fort. Ja? So. Und dann gibt's noch Währungen in bestimmten Ländern, mit denen kannst du bei uns gar nichts anfangen, weil sie nicht konvertierbar sind. Das heißt, Beispiel, wenn du in Südkorea was verkaufst und du kriegst einen ziemlichen Schippel koreanische Won. Ich sage jetzt einmal, Beispiel, einen ganzen Sack voll, ja? Mit denen kannst du gar nichts tun, weil du darfst am Flughafen, weiß nicht, ein paar tausend US-Dollar oder Euro umwechseln von einer Landeswährung. Du kannst dort von mir aus noch deine Hotelrechnung zahlen, hast aber immer noch den fast vollen Sack in der Hand und weißt nicht, was tun sie damit. Das sind so die kleinen Geschichten, die wir halt aufgrund der vielen Jährchen schon miterlebt haben. Nicht? Also, konvertierbar sollte die Währung sein, also man sollte in Österreich dann theoretisch auf eine Bank gehen können und das umwechseln in Euro. Jetzt hätte ich schon fast gesagt Schilling, aber was die. Also das sind Sachen, auf die sollte man aufpassen. Ja? Und dann geht es letztendlich nur um den Onlinehandel. Ja? Also der Geigenbau an und für sich ist jetzt mit Onlinehandel noch nicht so betroffen. Es gibt also Firmen, die online, was weiß ich, Seiten und Zubehör, Etuis oder sonst was verkaufen und halt so Schülerinstrumente billigere. Das ist jetzt, ich sage jetzt einmal, wenn man Geigenbau auf einem bestimmten Level macht, prinzipiell einmal überhaupt nicht relevant. Bei uns wird's relevant, weil wir diese Bestandteile dann auch online verkaufen. Aber wir zum Beispiel wirklich der Meinung sind, dass wir also dieses Rückgaberecht, das jemand, der online was einkauft, ja, also wesentlich sozusagen großzügig gestalten, einfach weil wir von der Qualität unserer Produkte und auch von dieser Leistungsfähigkeit wirklich überzeugt sind. Das heißt, jemand, der das will, der will es wirklich. Ja? Und deswegen können das die Leute auch länger zurückgeben. Das wird dann eben alles auf der Homepage auch lesen. Wie gesagt, die ist noch nicht ganz fertig, aber wir arbeiten fleißig dran. Ja? Und es ist auch so, dass wenn man jetzt von so Standardprodukten online noch nicht ganz befriedigt wird, gibt es immer die Möglichkeit, dass man es natürlich auch im Atelier da aufsucht und dass wir dann schauen, dass wir den Kunden zufriedenstellen. Weil das ist, wie ich es auch im vorigen Video schon gesagt habe, das erste Ziel. Können wir jemandem was bieten, mit dem er wirklich zufrieden ist? Wenn wir das kennen, machen wir es gern. Das kostet natürlich auch was, aber auf der anderen Seite, das ist einmal prinzipiell die erste Überlegung und nicht, okay, ich brauche halt jetzt geschwind irgendein Geschäftel, weil ich muss die Stromrechnung zahlen. Ja? Nachdem ihr seht, dass da ja Lichter brennen, die habe ich gezahlt. Und es ist natürlich beim Online-Einkaufen das ganz gleiche in grün, wie wenn man in Natura wo einkauft. Die Frage ist, wo ist der Sitz dieses Online-Händlers? Sprich, kann ich den klagen überhaupt? Ja? Es bringt mir ein 90-tägiges Rückgaberecht gar nichts, wenn der dann letztendlich überhaupt nicht greifbar ist und du kannst dort gar nicht klagen. Das sind so Kleinigkeiten, die sich unter Umständen dann schon rentieren. Ja? Und das ist ja jetzt zum Beispiel mit dem Brexit. Das ist neu zu überdenken, diese Geschäftsbeziehungen, weil natürlich England auch gerade am Instrumentenhandelssektor oder mit den Auktionshäusern oder auch mit Versicherungen, die sind schon präsent. Nun muss jetzt halt jedem in der EU klar sein, das ist nicht mehr die EU. Das heißt, da ändern sich die Spielregeln jetzt definitiv. Und zwar zum Nachteil von alle aus der EU, wenn es mit England Troubles gibt. Ja?
Also das war es jetzt wieder für das Video und ich hoffe, dass euch was gebracht hat und euch das eine oder andere jetzt klarer ist, was wirklich Sachen sind, auf die man aufpassen muss, wenn es um den Umfang geht, wenn es darum geht, mache ich jetzt ein Zug-um-Zug-Geschäftel, mache ich ein Geschäftel auf offene Rechnung, mache ich ein Geschäftel mit dem Ausland, wo liegen da die Risiken, auf was muss man aufpassen, beziehungsweise auch wenn es um den Onlinehandel geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und das war's. Pfiat euch. Saugeil. Du kannst gleich rennen lassen, ich mach gleich weiter. Und irgendwas war noch. Jetzt muss ich wieder anschauen. Willst du? Passt schon. Jetzt muss ich wieder kurz anschauen. Geht schon weiter. Warte, jetzt muss ich nochmal kurz anschauen. Ich fange nochmal an. Und jetzt war das du dran, Tobias. Bitte. Er ist am Spülen. Im Kopf schon, ja. Ja, nicht. Was war denn noch? Ja, eigentlich Hab ich jetzt eh schon viel gesagt, oder? ist das Video jetzt eh schon eine halbe Stunde lang. Könntest du ein bisschen weniger reden, dass ich nicht so viel zum Übersetzen habe dann? Naja. Macht das Sinn jetzt? Ich hab schon Untertitelallergie. Ja. Wenn man nicht erwachsen ist, braucht man immer einen, der für alles schuld ist. Wieso siehst du, das Licht ein? Was, ja? Ja, ich war da ja auch drüber gekupft, dass ich den Schauspieler, den Hauptdarsteller entlaste. Ja, ja. Licht an, Licht aus. Alles okay, Magen knurrt, der sollte jetzt auch die Fressen halten. Ich bin so froh, dass ich den nicht mehr davor muss. Irgendwas zu machen, was auch immer wir dann machen. Ja, mir ist gut, ich. Ja, ich muss gerade sagen, du dann machst, aber ich lasse es einfach so ein bisschen klingen, als würde ich zumindest gedanklich mitarbeiten. Danke dir. Ja, so bin ich. Ganz eine kurze Pause. Ja, mach mal. Ja. Mach mal. Machst mal die zwei Lichter bitte wieder aus, das Aber wäre sicher. voll süß. Voll echt. Und du also- steckst mir bitte oben geschwind inzwischen noch den Kühlschrank wieder ein. Zwei Stecker, gell? Ja, der eine ist beim Wasser an, das weißt du eh. Ja, was ist er da?